Der Power 6 ist der sportliche Arounder im Programm von Michelin. Wie sich der Reifen schlägt, haben wir auf der GasGas SM700 für euch herausgefunden. Los geht es nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir für euch den Michelin Power 6 auf der GasGas SM700 ausführlich unter die Lupe genommen und wir haben den Reifen im Frühjahr 2024 gefahren, wo die Temperaturen noch etwas kälter waren. Sprich, wir haben hier auch einen ziemlich guten Einblick bekommen, wie der Reifen performt, wenn eben keine Idealbedingungen herrschen. Der neue Michelin Power 6 siedelt sich über dem 2CT und unter dem Power GP2 an, ist somit ein reiner Straßenreifen, der sehr soliden sportlichen Grip bietet, aber auch bei Nässe und kühlen Temperaturen sehr gut funktioniert und das Ganze noch mit einer sehr, sehr soliden Laufleistung kombinieren soll. Die Full-Silica-Mischung des neuen Michelin Power 6 sorgt für guten Grip bei allen Temperaturlagen und auch bei Nässe. Am Vorderrad und am Hinterrad kommt die 2CT-Konstruktion zum Einsatz und es gibt verschiedene Mischungszonen, die man auch deutlich beim Fahren dann sieht auf dem Reifenbild. An der Vorderachse kommen sogar in den letzten 16% der Reifenflanke Carbon-Mischungen zum Einsatz, was eben noch mehr Grip in tiefen Schräglagen liefert. Schauen wir uns zunächst einmal das Gripverhalten des Michelin Power 6 an. Und zwar ist es so, dass der Reifen wirklich ein sehr exzellentes Aufwärmverhalten hat. Es gibt kaum Unterschiede zwischen Kalt- und Warmlauf. Und die Temperatur des Reifens wird auch an sehr kalten Tagen mit 12 Grad Außentemperatur sehr schnell erreicht und auch lange gehalten. Am Vorderrad ist der Power 6 wirklich extrem performant. Er bietet viel Grip auch in sehr tiefen Schräglagen, was uns vor allem auch auf der Supermoto sehr gut gefallen hat. Wenn man hier in die Spitzkehren reindrückt, stark über das Vorderrad fährt, überzeugt der Power 6 hier wirklich uneingeschränkt. Es kam nie zu einem unguten Gefühl oder zu irgendwelchen Rutschern. Im Hinblick auf das Vorderrad wirklich sehr, sehr gelungen. Der Hinterradgrip hat uns jetzt auf der leichten Supermoto nicht ganz überzeugen können. Der Power 6 ist zwar auch hier ziemlich performant, bietet ein hohes Gripniveau bei allen Temperaturlagen. Der Punkt ist nur der, dass wohl auf der sehr leichten Supermoto mit dem leichten Heck etwas an Traktion in sehr tiefen Schräglagen fehlt. Vor allem wenn man dann schlagartig das Gas öffnet, kündigt sich so ein leicht schwammiges Verhalten an der Hinterachse an, was uns jetzt hier nicht so zugesagt hat. Wir vermuten aber ganz stark, dass es bei Fahrzeugen, die eine ausgeglichene Gewichtsverteilung haben, sprich 50-50, deutlich besser ist. Prinzipiell ist das Gripniveau aber wirklich auf einem sehr hohen Level, das ist Jammern auf einem hohen Niveau, weil der Power 6 eben der sportliche Straßen-Allrounder ist und somit auch für 99% der Straßenfahrer im legalen Straßenbetrieb immer ausreichend sein sollte. Auch im Hinblick auf den Nassgrip kann der Michelin Power 6 wirklich überzeugen. Wir haben ihn zwar nicht bei Starkregen und stehendem Wasser gefahren, aber im Rahmen unseres Tests sind wir durchaus auch auf feuchten Straßen, feuchten Waldstrecken gefahren, das auch bei niedrigen Temperaturen
Und hier liefert der Power 6 auch richtig gut ab. Er bietet viel Vertrauen und ermöglicht ein zügiges Weiterfahren auch bei Nässe. Somit kann man wirklich sagen, hier wird der Power 6 seinem Allround-Anspruch für die Straße wirklich gerecht. Er ist sehr, sehr solide im Nassen und konnte uns hier uneingeschränkt überzeugen. Das Bremsverhalten des Michelin Power 6 ist auf jeden Fall ebenfalls sehr vorbildlich. Gerade beim starken Verzögern über die Vorderachse auf der Supermoto hat er immer viel Feedback geliefert, einen hohen Verzögerungsgrip, hat sich dabei sehr neutral verhalten. Wir haben es auch im gesamten Test bei allen Temperaturlagen und Wetterlagen nicht geschafft, das ABS am Vorderrad auszulösen, sprich der Bremsgrip oder das Bremsverhalten im Allgemeinen des Michelin Power 6 ist wirklich exzellent. Auch auf der Hinterachse neigt der Reifen mit dem Modus Supermoto ABS, sprich wo das ABS hinten ausgeschalten ist, sehr spät zum Sliden. Er hat auch hier einen sehr hohen Verzögerungsgrip und wenn er dann beginnt zu sliden, bricht er nicht unkontrolliert aus und schlittert über die Straße, sondern es kündigt sich ebenfalls sehr gut an. Im Hinblick auf das Bremsverhalten ist der Michelin Power 6 also wirklich auch eine sehr, sehr gute Empfehlung. Auch im Hinblick auf den Fahrkomfort überzeugt der Michelin. Hier kann man schon fast sagen, ist auf einem Sport-Touring-Niveau. Er bietet sehr viel Eigendämpfung, eine schön weiche Karkasse. Es ermöglicht ein komfortables Fahren, auch auf schlechten Straßen. Fühlt er sich immer einfach schön weich an, er schlägt nicht durch und das passt perfekt zu der Ausrichtung des Reifens und hat uns ebenfalls sehr gut gefallen. Mit rund 6,5 mm an der Hinterachse an Neuprofil hat der Michelin Power 6 wirklich viel Fleisch drauf und verspricht auch somit lange Freude im Straßeneinsatz. Im Hinblick auf das Verschleißbild haben wir festgestellt, dass er sehr, sehr unaufgeregt alles mitmacht und dabei keinen großen Verschleiß zeigt. Das Verschleißbild ist wirklich sehr schön, es gibt hier nichts zu bemängeln, auch bei langer sportlicher Beanspruchung und höheren Temperaturen reibt er sich nicht übertrieben ab. Man sieht, dass er arbeitet und sich mit dem Asphalt verzahnt, aber es ist keinesfalls so, dass der Power 6 dann in die Knie geht und extrem an Profil einbüßen würde. Die Laufleistung können wir hier im Video leider noch nicht betiteln. Wir reichen diese aber wie immer auf bikereifen24.de in unserer Hitliste nach. Dort haben wir alle Laufleistungen ermittelt und sind dort nachzulesen. Die Fahrstabilität des Michelin Power 6 war der einzige Punkt, der uns nicht so ganz überzeugen konnte, zumindest auf der Supermoto. Der Reifen fährt zwar wunderbar stabil geradeaus, ist auch agil und in allen Schräglagen stets beherrschbar oder vorhersehbar zu fahren. Nur dann beim ganz extremen Drücken bzw. in sehr tiefer Schräglage auf der leichten Supermoto-Maschine hat er uns dann im Grenzbereich ein etwas schwammiges Gefühl vermittelt, was uns hier nicht so gut gefallen hat. Prinzipiell können wir uns aber sehr vorstellen, dass auf schwereren Maschinen dieser Reifen deutlich satter liegt und auch in tiefer Schräglage besser zu fahren ist. Der Michelin Power 6 ist prinzipiell relativ agil, aber mit Sicherheit nicht der agilste Reifen auf dem Markt. So ist zum Beispiel ein Power GP2, die nächsthöhere Version oder die sportlichere Version des Reifens, deutlich agiler zu fahren. Der Power 6 siedelt sich eher auf der stabilen Seite an, was dann auch Maschinen zugute kommt, die vielleicht ein bisschen nervös oder übertrieben agil ausgelegt sind. Auf der Straße passt das Ganze ziemlich gut, da man hier schön, stabil und satt
mit Nachdruck die Kurven fahren kann. Schnelle Wechselkurven bedürfen auch etwas an Körpereinsatz. Prinzipiell geht die Agilität und das Einlenkverhalten des Power 6 für uns aber vollkommen in Ordnung. Hier geht es dann mehr um persönliche Präferenzen bzw. Vorlieben, ob man es eher stabiler oder agiler mag. Im Prinzip der Power 6 aber ein schön ausgewogener Reifen, der eine Mischung aus Stabilität und Agilität liefert. Im Hinblick auf das Aufstellmoment konnten wir beim Power 6 ein sehr neutrales Fahrverhalten feststellen. Er hat weder beim Hineinbremsen in die Kurve noch beim Beschleunigen in Schräglage irgendwelche Aufstellverhalten gezeigt oder Abkippverhalten. Sprich, er fährt sich sehr neutral und ist hier wirklich vorbildlich. Kommen wir nun zum Fazit des Michelin Power 6. Prinzipiell ist der Reifen eine sehr gute Empfehlung im sportlichen Alltagsstraßeneinsatz oder auch auf Touren. Wir empfehlen den Power 6 für alle, die eben ein breites Einsatzspektrum mit einer soliden Laufleistung vereinen möchten und dabei nicht immer das letzte Quäntchen an Sportlichkeit brauchen. Aus unserer Sicht eignet er sich auch sehr gut auf Hyper-Naked Bikes wie einer S1000RR oder einer 1290 Supertuke im Tourenmodus. Sprich, wenn man einen Reifen sucht, der performant ist, aber auch die Alpentour in allen Bereichen mitmacht, dann wäre man hier mit einem Power 6 sehr, sehr gut bedient. Wahrscheinlich deutlich besser, weil er sportlicher ist wie der Road 6, aber eben auch ein breiteres Einsatzspektrum hat wie der GP2. Von daher wäre der Power 6 so für uns in diesem Bereich eine sehr gute Empfehlung. Dann jeder Alltagsfahrer kann immer zum Power 6 greifen. Hier bekommt er dann richtig gute Ware, die dann auch die sportliche Landstraßenrunde mitmacht. Und natürlich Supermotorfahrer und Supersportfahrer, die nicht immer permanent ans Limit gehen wollen oder müssen. Prinzipiell ist der neue Michelin Power 6 für uns im Jahr 2024 durchaus sehr empfehlenswert. Er ist sich seinen Prinzipien treu geblieben, ein sehr guter, sportlicher Allround-Reifen zu sein, der alles ziemlich gut kann, dann aber ein wenig bei der Sportlichkeit zurücksteckt, was aber, um ganz ehrlich zu sein, im reinen Straßenbetrieb kaum auffallen dürfte, sofern man sich einigermaßen an die Straßenverkehrsregeln hält. Alternativ wäre dann natürlich für sportlichere Fahrer der Michelin Power GP2 oder der Michelin Power Cup 2 im Programm des Herstellers aus Frankreich, was dann eben schon sehr in die Sportrichtung geht. Für Leute, die es noch ein wenig gediegener, noch ein wenig haltbarer mögen und noch mehr Wert auf Touring legen, sind wir dann beim Michelin Road 6, der dann die Palette nach unten hin abrundet. Wir hoffen, dass euch unser Michelin Power 6 Test auf der GasGas SM700 ein wenig weiterhelfen konnte. Der Power 6 ist in allen Größen bei uns im Shop auf www.bikereifen24.de verfügbar. Wir wünschen euch nun eine tolle Saison und viel Spaß beim Motorradfahren.